Hast du Bock, mal so richtig in fremder Unterwäsche zu wühlen und den Leuten einfach Zeug zu klauen? Klar, im echten Leben kassiert man dafür schräge Blicke und eine Anzeige. Aber jetzt kommt's: Airport X-Ray Simulator auf Steam. Das Game kam im Dezember 2024 raus, sah auf Steam echt okay aus und für schlappe 12,79 € habe ich mir gedacht, let's go! Jetzt gibt's ja Simulatoren und es gibt Simulatoren. Einige sind total drüber und nur auf Comedy aus, andere nehmen sich mega ernst. Und dann gibt es leider auch die Spiele, die einfach sich Simulatoren schimpfen, aber einfach nur richtig schlechte Spiele sind. Aber das hier? Das ist ein echt solider Jobsimulator. Das heißt, technisch sauber, Gameplay funktioniert und du kriegst ehrlicherweise das, was du dir vorgestellt hast. Und ich muss sagen, what the fuck? Ernsthaft, ich hab echt Schrott erwartet, wollte euch schon so ein übertriebenes Simulator-Fail-Video abliefern, aber nö. Das wäre dem Game einfach nicht gerecht geworden. Kurz zum Spiel selbst. Im Airport X-Ray Simulator seid ihr der Security-Mensch am Flughafen. Eure Mission? Gepäck checken auf verbotenes Zeug wie Knarren, Bomben und natürlich Drogen. Dafür habt ihr diverse Tools am Start, wie zum Beispiel ein Röntgengerät, um die Koffer zu scannen. Verdächtiges Zeug sofort kassieren. Da aber nicht jeder so blöd ist und seine Drogen einfach oben auf seine Unterwäsche draufpackt, musst du natürlich auch Objekte genauer unter die Lupe nehmen. Und das kannst du mit diversen weiteren Tools, wie zum Beispiel einen Scanner. Wenn du gute Arbeit leistest, kriegst du Kohle und mit dieser Kohle kannst du dann zum Beispiel dir auch Upgrades holen, wie zum Beispiel einen Spürhund. Du kannst die Kohle aber auch einfach benutzen, um dein Drumherum schöner zu gestalten, weil, seien wir mal ehrlich, dein Raum hier, wo du arbeiten darfst, der ist eher trostlos. Das Spiel hat einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad und immer wieder neue Herausforderungen. Diese zeichnen sich aber nicht so ab, dass irgendwie ihr plötzlich ganz neue Spielerfahrungen bekommt, sondern eben, dass sich die Regeln ändern, was konfisziert werden darf und ab wann zum Beispiel jemand zu viel Zigaretten oder zu viel Alkohol dabei hat und so weiter und so fort. Das ändert sich von Flug zu Flug und das ist ehrlicherweise auch die Abwechslung, die in diesem Spiel entsteht. Das Gameplay ist und bleibt simpel, aber funktioniert. Koffer röntgen, durchwühlen, Zeug einkassieren, Koffer markieren, Notiz hinterlassen und ab damit zurück aufs Band. Das macht ihr die ganze Zeit. Ja, es gibt Upgrades und ihr könnt eure Bude, wie bereits erwähnt, aufhübschen, aber am Gameplay selbst ändert sich ehrlicherweise nichts. Nach knapp 10 bis 15 Minuten weißt du, was dich hier spielerisch erwartet und dieses Spielerische wird sich nicht mehr groß verändern. Mir persönlich ging es so nach 60 Minuten ein bisschen auf den Keks. Das große Problem war aber hier nicht das Gameplay, sondern die Steuerung. Jede verdammte Unterhose aus dem Koffer klicken und dann auch wieder reinklicken, hat mich halt auf Dauer... Keine Ahnung, das mochte mein Zeigefinger irgendwie auf Dauer auch nicht mehr. Außerdem werdet ihr am Anfang noch viele Fehler machen und viel übersehen. Das liegt zum einen daran, weil ihr natürlich auch ein wenig lernen müsst, zum anderen aber auch daran, dass das Tutorial zwar viele Infos parat hält, aber einen damit ein wenig erschlagen könnte am Anfang. Du bekommst sinngemäß zum Start des Spiels einmal alles erklärt und musst dann auch alles verstanden haben. Okay, du kannst natürlich jederzeit nachlesen, aber ich war jetzt eher der Trial-and-Error-Typ. Ich muss auch sagen, es wäre mehr Abwechslung beim Durchsuchen der Koffer ganz nice gewesen. Und auch wenn es realistisch ist, dass man einen Koffer wieder so zusammenpacken muss, so ein Koffer schnell wieder Einpack-Button wäre irgendwie Gold wert gewesen. Und hey, ein bisschen Rätsel-Action, um an versteckte Drogenpäckchen zu kommen, wäre doch eigentlich auch der Hammer gewesen. Also klar, so ist es realistischer, aber auch eintöniger. Du findest was, scannst es und das war's. Mehr gibt es zu diesem Game auch ehrlicherweise nicht zu sagen. Ja, das Spiel ist noch in der Early Access Phase und soll sich noch weiterentwickeln. Aber ein komplett neues Spielerlebnis erwarte ich hier nicht mehr und sollte man auch nicht erwarten. Aber wenn das Gameplay genau dein Ding ist und du ein technisch sauberes, entspanntes Spiel für nebenbei suchst, dann sind die knapp 13 € gut angelegt. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Streamer dieses Spiel ganz gut im Stream vorstellen könnte, weil man ganz gut auch nebenher auf den Chat eingehen kann. Außerdem mit den 13 € supportet ihr auch Craig. Das ist der Entwickler hinter dem Game, der das Ding unter dem Label Rainbow Lab ganz alleine auf die Bühne gestellt hat. Und da muss man hier auch mal klar sagen im Video, Respekt Craig. Die positiven Bewertungen auf Steam hast du dir verdient. Also, wenn du Bock hast, das Game selbst mal zu checken, Link ist in der Videobeschreibung, check es gern mal aus. Oh, und eine Sache noch. All jene, die sich interessieren, hey, sag mal, ist das Ding eine gute Idee für mein Steam Deck? Ja, aber noch nicht, denn die Controllersteuerung kommt erst in einen der weiteren Updates. Sobald die vorhanden ist, könnte das ein ganz simples, nettes Spiel für unterwegs sein. Insofern du darauf natürlich Bock hast. Und wenn du mehr Bock hast auf kleine, kurze Videos zu zum Beispiel Simulatoren, dann unbedingt Gaming Clerks abonnieren. Und jetzt genießt deinen weiteren Tag.